Hallo ihr Lieben, das Leben steckt voller Überraschungen. Ich war vor ein paar Tagen mit meinem Hund spazieren und dann bin ich an einem Hof vorbeigekommen. Da stand dann auf dem Hofgelände an der Straße ein Schrank, so eine Art Ikea-Schrank, und dann konnte man den öffnen. Da war ein Schild dran geklebt von außen: Bitte öffne mich. Und da ich ja auch von Natur aus neugierig bin, bin ich also dahin gegangen und habe den Schrank geöffnet. Und da drin befanden sich und befinden sich hoffentlich noch viele selbstgemachte kleine Geschenke, kleine Töpfereien und einige Dinge, die man dann gegen Geld und Vertrauen mitnehmen kann. Dann legt man entweder ein paar Euro da in die Kasse oder man kann es auch ganz modern via eines QR-Codes bezahlen. Ich hatte mein Handy dabei und das war ein glücklicher Umstand, und so konnte ich dann etwas mitbringen. Ich hatte schon immer mal wieder eine kleine Figur gesucht, vielleicht so etwas, was Stille ausstrahlt oder was Stille ausdrücken soll. Und statt eines Buddhas ist mir dann Folgendes in die Hände gefallen. Was für eine Fügung. Ich zeige sie mal. Wenn ich das näher in die Kamera halte, wird es nicht scharf, dann wird es unschärfer. Eine etwas verrückt aussehende junge Frau, die so macht und rote Haare hat. Die finde ich sehr schön und ich glaube, sie wird hinter mir einen Platz im Regal bekommen. Mal sehen, ob ich das gleich noch mache irgendwann. So, da steht sie schon. Jetzt für euch ein bisschen unscharf, aber ihr wisst ja, wie sie aussieht. Und das ist ein wunderbares Symbol. Es geht darum, in die Stille zu kommen. Und auch diese kleine Figurine sagt: Psst, sei still. Das Leben steckt voller Überraschungen. Man weiß nie, was man bekommt. Aber du kannst dir gewiss sein, dass wenn du dich im Fluss des Lebens befindest, die Überraschungen auch überwiegend positiv sein werden. Natürlich ist dieses Wort positiv auch eine gewisse Wertung. Das hängt mit dem Lebensgefühl zusammen, etwas zu empfinden, was uns wohltut. Wir wissen dann schon, ob das gut ist oder schlecht, wenn wir uns wohlfühlen mit dem Leben, so wie es ist, wenn wir freudig überrascht sind, ohne in eine Euphorie zu verfallen, oder wenn Dinge mal auch ein bisschen schief laufen, aber dennoch das tiefe Urvertrauen vorhanden ist, dass alles irgendwie gut ist. Ich möchte nicht sagen, dass alles gut wird, denn im Grunde in der Essenz ist schon alles gut. Vor allem es ist gutartig, es ist liebevoll, auch wenn es manchmal drastisch anders erscheint. Das ist mir vollkommen klar. Das Leben, das immer ständig Überraschungen parat hat für diese Körperfiguren hier, zeigt sich in Millionen Varianten und auch in Varianten, die uns vielleicht eine Weile nicht so gefallen. Dann wird irgendwas von innen nach außen gespiegelt, dann ist es dem Außen unfriedlich vielleicht. Es gibt Konflikte und wir fragen uns, wozu dient das Ganze? Doch im Großen und Ganzen läuft ja immer noch das eine einzige Spiel, was die Buddhisten Maya genannt haben oder die Hindus Lila. Und das Spiel läuft und läuft und läuft. Im Grunde ist es wundervoll. Es ist wundervoll, weil es voller Wunder und Überraschungen steckt. In jedem sogenannten Schlechten gibt es auch irgendwann einen guten Kern und in jedem sogenannten Guten gibt es auch etwas polar gesehen anderes, etwas Gegenteiliges, was wir dann vielleicht als schlecht benennen würden. Genau das sagt auch das Symbol von Yin und Yang aus. In dem Weißen ist so ein kleiner schwarzer Fleck und in der schwarzen Hälfte ist ein kleiner weißer Punkt. Und das genau sagt das aus. Es ist im Grunde ein Gemischtwarenladen hier. Es geht nicht nur um Gut und Böse oder um schlecht und gut oder das soll nicht so sein, das soll so sein. Es geht um die Erkenntnis, dass wir hier alles geboten bekommen, untrennbar miteinander durchmischt. Und das ist ein wunderbares Geschehen. Ich war beispielsweise heute draußen und auf dem Balkon auch und dann habe ich ein ganz, ganz kleines Tier gesehen. Ich weiß nicht, ob es ein Käfer war oder ein
weiß nicht, wie man das nennt, ein Floh oder ein ganz, ganz winziges Insekt, noch kleiner als eine Fruchtfliege. Und dann konnte ich sehen, wie es im Vergleich zu seiner Größe unglaublich schnell laufen konnte. Es ist also nicht weggeflogen. Ich war riesig im Vergleich zu dem kleinen Tierchen. Ich saß dann auf der Bank, hab so runtergeschaut auf den Boden und ich muss ja im Vergleich zu dem Tier vorgekommen sein wie ein riesiger Berg. Und dennoch, dieses kleine Wesen kann sich bewegen. Es hat vielleicht ein Ziel, ich weiß nicht, ob es ein ausgeprägtes Bewusstsein hat, aber der Organismus hat auf jeden Fall Instinkte und Reflexe. Es will sich fortbewegen, es möchte irgendwo hin, vielleicht sucht es Schutz oder Dunkelheit oder Nahrung oder irgendetwas, keine Ahnung. Also es ist ein unglaubliches Wunder, was hier geschieht. Welche Kleinheit es geben kann, die noch voll funktionsfähig ist. Und das ist ja noch sichtbar gewesen. Wir können ja noch mit einem Mikroskop viel weiter in die Tiefe gehen und kleine Lebewesen dann erkennen, vielleicht sogar mit einem Elektronenmikroskop, wo immer noch das Leben drin steckt und dann diese kleinen Organellen scheinbar auch noch irgendwas Autonomes machen. Selbstverständlich ist alles miteinander verbunden, doch es wirkt ja dann sehr intelligent und auch sehr eigenständig. Was hier läuft, ist ein einziges Wunder. Das Leben ist eine einzige Überraschung. Hier wird das so wahrgenommen. Wie sieht ein sogenannter erwachter Mensch die Welt? Ist das hier noch anders als bei dir? Das vermag ich nicht zu sagen. Was hier allerdings stattfindet, was hier jetzt ist, was in einem sogenannten Früher, was in Wahrheit nie existierte, nicht vorhanden war, ist das Erkennen der einheitlichen Verbundenheit von allem, der Einheit von allem, der liebevollen Essenz von allem, was hier erscheint, die Durchdrungenheit von einer Anwesenheit, von einer Präsenz, die nicht mit Worten beschrieben werden kann. Es kann im Grunde nur in einer gewissen Weise gefühlt werden, wahrgenommen, geahnt. Es fühlt sich an wie Liebe. Und so ist die Welt manchmal hier, auch optisch, etwas transparenter vielleicht, als es früher noch der Fall war. Oder heller. Es funkelt viel mehr. Die Menschen strahlen, auch wenn sie nicht so aussehen. Hier wird vermocht, durch die Hüllen der Menschen hindurch zu sehen, den göttlichen Kern zu sehen. Das, was du in Wahrheit natürlich auch bist. Am leichtesten geht das durch die Augen. Du siehst, ob da etwas funkelt oder glänzt, egal wie alt der Mensch ist. Auch sogar, ob es vielleicht Gramesfalten hat, er oder sie, weil das Leben ihm mächtig zugespielt hat. Nee, zugespielt heißt es nicht. Zugesetzt. Ich mache mich nicht darüber lustig, doch hier gibt es Mitgefühl. Mitgefühl ist die Mischung aus dem Erkennen der Sterblichkeit des Menschen. Also ich fühle mit, ich weiß, wie es das anfühlt, diese Angst zu haben. Ich weiß, wie es sich anfühlt, sich klein zu fühlen oder abgegrenzt zu fühlen, selbst wenn man das gar nicht selbst so aus der Warte her beurteilen würde. Aber ich habe hier diesen Vergleich und noch die Erinnerung, die sogenannte, an das, wie es auch hier mal war. Da gibt's dann Mitgefühl. Das ist keine hochnäsige Arroganz, sondern ein wirkliches Mitfühlen, live, 1:1 direkt, wie es dem Menschen geht. Doch gleichzeitig wird hier gesehen, dass das menschliche Wesen, das hier noch auf Erden rumwandelt, unsterblich ist und von der gleichen Liebe erschaffen, erhalten und durchdrängt ist wie hier. Dieser Dirk, es ist ein und dasselbe. Also wird die Sterblichkeit der Hülle gesehen und die Unsterblichkeit der Essenz. Alles in einem. Ein weiterer Unterschied zu dem alten, üblichen, gewöhnlichen Dasein hier ist vielleicht auch zu sehen, direkt zu sehen, dass es keine Zeit gibt, sondern dass alles immer in der Gegenwart neu kreiert wird, neu manifestiert, neu fabriziert. Und das ist schon wirklich unglaublich und das kann man auch nicht in Worte kleiden. Was sogenannte Erinnerung betrifft, also Erinnerung an früher, ist es hier sehr sanft geworden, sehr wenig und sehr mild, was bedeutet, dass auch das Vergleichen
entfällt. Das Vergleichen mit dem, wie es früher war. Ich benutze hier noch natürlich manchmal Vergleiche, das habe ich jetzt eben ja auch gerade getan, wie es früher war und wie es jetzt ist. Aber das ist sehr schwach, das dient nur noch als Illustration. Und wenn das wegfällt und du nicht mehr vergleichst, entfällt der Zeitstrahl, mit dem das Ego sehr gerne operiert. Der Ich-Apparat braucht zu seiner eigenen Festigung, zu seiner Absicherung als Fundament die Zeit, die es natürlich gar nicht gibt. Und deswegen ist das Ego-Ich auch immer sehr wackelig und angreifbar. So fühlt es sich. Es nutzt das, sagt, so war es damals, daran kann ich mich orientieren, das ist dann mein Gedankenschächtelchen, dann kann ich den Inhalt passend herausziehen und es hier in der Gegenwart zu meinem Vorteil oder sonst wie benutzen. Und das entfällt hier, es ist einfach weg. Und es ist nur noch das da, was ist. Diese Vergleichsstützen von früher, was wir Erfahrungen nennen, gibt es im Grunde nicht mehr. Hier wird natürlich, genau wie woanders auch, in der Wohnung sauber gemacht, Auto gefahren, es wird gekocht, eingekauft, die ganzen Dinge werden ja nicht verlernt oder sind ja nicht weg, sondern sie werden einfach getan, aber ohne dass gedacht wird, so war das noch, so mache ich einen Kartoffelbrei oder so ähnlich. Im Gegenteil, manche Dinge geraten einfach in Vergessenheit, weil sie absolut betrachtet nicht mehr wichtig sind, dann kann ich ein Kochbuch aufschlagen. Und das ist ein sehr freies Leben, frei von diesen Begrenzungen der Vergangenheit und frei von den Begrenzungen einer sogenannten Zukunft, die auch noch gar nicht existiert, die es gar nicht gibt, die nicht eingetreten ist. Und daran gilt es sich ein bisschen zu gewöhnen. Aber wenn du die Achtsamkeit auf diesen Moment legst, immer mehr, oder anders gesagt, wenn sich der präsente jetzige Moment immer mehr durchsetzt, dann hast du gar keine Ängste mehr, sondern du fühlst dich dann irgendwann sehr wohl, sehr eingebettet im Jetzt, zu Hause in der Gegenwart. Das ist ein Umgewöhnungsprozess, auch für den Körper an sich, aber auch für den psychologischen Körper, für die Psyche, für den Geistesapparat, der das natürlich nicht kennt und es ganz anders gelernt hat und die ganzen Stützen und Konstrukte und Konzepte wegzulassen, auch spirituelle Konzepte übrigens, gerade spirituelle Konzepte, für euch, die jetzt gerade dieses Video sehen, gilt es loszulassen. Sie werden losgelassen und man ist im Grunde nicht im freien Fall, sondern im freien Sein. Einfach so. Das ist auch eine Überraschung. Eine Überraschung ist auch, dass nichts Schlechtes passiert und wenn etwas Anstrengendes passiert, das nicht mehr als schlecht klassifiziert wird. Und wenn ich nicht achtsam bin, egal um was es sich handelt, das kann auch mal sein, hier bin ich ja auch ganz als normaler Mensch da, dann stoße ich mir eben 5 Sekunden später mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den kleinen C irgendwo. Es wird im Grunde, wenn man es mal so sagen kann, salopp, sofort geahndet. Das nenne ich Instant Karma. Das ist wunderbar. Sollte also noch eine Unaufmerksamkeit hier auftauchen, wird sofort ein liebevoller Hinweis gegeben. Sei achtsam. Ständig. Und das ist keine Anstrengung, immer achtsam zu sein, sondern das ist der natürliche Daseinszustand, der verlernt wurde. Wir sind also im Grunde in unserem Leben oftmals im Extrem irgendwo aus der Mitte, entweder in der Lethargie, in der Passivität vielleicht oder in der Überaktivität, im Stress, im Job und sonst wo, haben die Mitte leider verloren und glauben auch, das Ego glaubt das, dass hier in der Mitte die Ausbalanciertheit sei langweilig oder nicht lebenswert oder diese ganzen Sachen. Das Gegenteil ist der Fall. Oder das Ego glaubt, hier in der Mitte sein zu wollen, zu sollen, ist sehr anstrengend. Das ist es nicht. Es ist überhaupt keine Arbeit, so zu sein für dich, liebes Sein, wie du bist. Du bist es ja schon jetzt. Aber wenn deine Achtsamkeit oder dein Gewahrsein oder das, was du bist, nicht dein Gewahrsein, sondern das Gewahrsein, das du selbst bist, sich immer noch von deinen selbst erschaffenen Inhalten magnetisch anziehen lässt, zum Beispiel ein Inhalt, der sagt, ich bin sehr aktiv, ich bin ein aktiver Mensch, das fasziniert mich total, hier Kartenspiel, schnelle Autos, verrückte Aktivitäten, dann
klebst du, liebes Sein, natürlich an dem, was du selbst erschaffen hast, findest diesen Inhalt attraktiver als deine eigene reine Essenz. In der anderen Richtung auch. Wenn du die Passivität spannend findest, die Depression spannend findest, den emotionalen Schmerz spannend findest, dann heftest du dich daran, so lange, bis du beschließt, das will ich nicht mehr, ich möchte das nicht mehr spannend finden, ich möchte eigentlich wissen, was ich wirklich bin. Und dann wird deine geistige Mitte, die Balance, deine Essenz viel interessanter als das rechts oder links. Und dann kommst du in die Mitte und dann gehst du nach innen, das ist das Erinnern, dann findest du raus, was du bist und dann geht das auf mit Glück und dann passiert das, geschieht das, dann ist das, was ich vorhin beschrieben habe, hier dein neues, überraschungsvolles, wunderbares Leben. Dazu gehört auch die Stille. Und da bin ich der kleinen Figurine von dort dankbar, dass ich sie gefunden habe, dass sie so macht und dass dann daraus entsteht die Erkenntnis, was wir in Wahrheit alle sind. Das eine stille, liebende Sein, jetzt in diesem Moment. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Vielleicht findest du auch so eine schöne Figurine in irgendeinem Schrank oder einer anderen Schatztruhe. Und dann kannst du sie auch hinstellen und dich erinnern an das, was du in Wahrheit bist. Und ich würde mich freuen, wenn du es noch nicht getan hast, bitte unten auf den Abonnieren-Knopf drückst und auf die Glocke, denn das hilft sehr, dass ich hier meine Arbeit weiter tun darf. Alles Liebe, danke und bis ganz bald.